Ahoi, schön, dass du da bist. Vor ein paar Wochen habe ich in der Threads-App meine Kunstbubble nach Farbkombinationen gefragt. Und heute starten wir mit dem Wunsch von Revolution Art JME. Sie ist ebenfalls Künstlerin, hat einen YouTube-Kanal, den packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Schaut da gerne mal bei ihr vorbei, natürlich nachdem ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Zusätzlich werden wir heute eine neue Technik, dazu später etwas mehr. Wir tragen jetzt hier erstmal die schwarze Basis auf, denn Revolution hat sich schwarz und rot als Farbkombination gewünscht. Dem kommen wir auch einmal nach und deswegen verwenden wir die schwarze Basis. Die Farbe ist frisch angemischt, ihr seht schon, da sind sehr, sehr viele Luftbläschen drin. Die machen wir gleich einmal mit dem Brenner weg. Passt auf, wenn ihr mit dem Brenner arbeitet, dass ihr euch nicht die Bude abfackelt und haltet immer genügend Abstand ein. Benutzt ihn nur so kurz wie möglich. Jetzt tragen wir einmal die rote Farbe auf und ich habe mich hier ganz bewusst dafür entschieden, sie nach und nach aufzutragen und nicht alles direkt in einem Rutsch. Jetzt kommt der Föhn ins Spiel. Das ist die Technik, von der ich gesprochen habe. Und mein Föhn ist leider sehr groß für eine DIN A4 Leinwand, auf der wir hier heute arbeiten. Deswegen muss ich eine Seite zuhalten. Wenn das bei euch auch der Fall ist und ihr mit dem Föhn arbeiten wollt, stellt sicher, dass euer Föhn kalte Luft macht. Sonst verbrennt ihr euch die Finger, wenn er nur warme Luft macht. Und ihr müsst dann auch eine Seite irgendwie zuhalten. Oder holt euch einfach direkt einen kleineren Föhn. Ihr werdet im Verlauf dieses Bildes wahrscheinlich genauso überrascht oder fasziniert sein wie ich, denn manchmal sind zwei Farben auch völlig ausreichend, um ein spannendes Bild zu erzeugen. Denn durch die Rotationsbewegung hier arbeiten wir das Rot in das Schwarz ein, dadurch vermischen sich Teile der Farbe, aber nicht die ganze Farbe. Und im Verlauf des Bildes dachte ich bereits auch zweimal, okay, das sieht ganz gut aus, vielleicht bin ich jetzt fertig. Allerdings hat mein Bauchgefühl gesagt, nee, da fehlt noch irgendetwas. Und ich denke, es ist immer besser, auf seinen Bauch zu hören, denn der hat meistens recht oder Hunger. Dementsprechend habe ich weitergearbeitet und das Endergebnis werdet ihr am Ende sehen. Da nehme ich euch mit, natürlich einmal zum nassen und auch zum trockenen Ergebnis. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende Reise für mich und ich bin super froh, was am Ende dabei rausgekommen ist. Die Farben, die wir hier benutzen heute, sind auch wieder Liquitex-Farben, wieder gemischt mit Ovatrol und Wasser. Ich habe dadurch, dass ich mich entschieden hatte, die Technik mit dem Föhn zu benutzen, etwas mehr Wasser hinzugefügt, damit die Farben dünnflüssiger sind und sich leichter mit dem Föhn pusten lassen. Wenn ihr diese Technik auch anwenden möchtet, braucht ihr jetzt auch nicht zwingend einen Föhn. Ihr könnt zum Beispiel auch einfach einen Strohhalm benutzen, selber pusten oder direkt ohne alles selber drauf lospusten. Dann könnt ihr so auch kleinere Bereiche ausarbeiten, anstatt direkt über die ganze Leinwand zu pusten. Genau. Mit der schwarzen Basis habe ich hier noch einmal die Ecken ausgebessert, wo noch keine Farbe hingelaufen ist, weil ich einfach von dem Rot nicht so viel verlieren wollte. Und ihr seht, obwohl ich dieses Mal wirklich nur den Föhn benutzt habe und keine Wischtechnik, haben sich auch hier im Bild Zellen gebildet. Und das passiert, weil wir die Farbe mit dem Ovatrol gemischt haben. Das unterstützt nämlich einmal diese Zellbildung. Da gehen wir später noch drauf ein. Wenn ich euch dann mitnehme zu dem Ergebnis etwas dichter dran, könnt ihr es auch noch viel, viel besser sehen. Aber hier könnt ihr sehen, oben rechts und oben links haben sich bereits Zellen gebildet. Wenn ihr auch Farbwünsche habt oder Technikwünsche habt oder eine Kombination aus beidem, schreibt mir das gerne in die Kommentare einmal rein. Dann weiß ich, was ihr gerne sehen möchtet, kann das berücksichtigen. Nicht, dass ich nicht selber auch Ideen im Kopf habe. Mich interessiert aber natürlich auf jeden Fall auch, was ihr gerne möchtet. Und da nehme ich dann auf jeden Fall einmal Rücksicht drauf. Noch ein kurzer Satz zu der Technik mit dem Föhn. Wenn ihr warme Luft verwendet, solltet ihr euch auch bewusst sein, dass euer Bild natürlich dementsprechend schneller trocknet. Das ist logisch, oder? Wenn da Hitze drauf kommt. So. Jetzt gehen wir immer ganz dicht dran und ihr seht auch hier die Zellen in der Mitte. Wunderschöne Zellen. Das sieht aus wie ein Farbenkampf zwischen Rot und Schwarz. Ich bin total begeistert von diesem Bild. Noch hier wird euch das trockene Ergebnis wieder einmal überraschen. Genau wie beim letzten
Video. Schaut da auch gerne nochmal rein, denn das trockene Ergebnis sah ganz, ganz anders aus als noch im nassen Zustand. Und hier werdet ihr auch gleich einmal überrascht sein. So, kommen wir zum trockenen Ergebnis. Und auch hier ist es wieder etwas dunkler aufgetrocknet. An den Stellen, wo sich Schwarz und Rot etwas mehr vermischt haben, als an den Stellen, wo die rote Farbe außen drauf ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.